Hallo, mein Name ist Taya und ich komme ursprünglich aus der Kafkas-Gebiet in Russland, aber ich bin trotzdem in Syrien geboren, in Damaskus, genau wie meine Eltern und meine Großeltern. Ab 2011 bin ich in Russland mit meiner Familie nach Russland geflogen und ich habe dort ungefähr 3 Jahre gelebt. Ab 2015 bin ich in Österreich, ich lebe in Österreich und ich habe die deutsche Sprache gelernt. Genau wie ich in Russland 2011 die russische Sprache gelernt habe. Ich bin mit meinen Eltern und meinen 2 Geschwistern nach Österreich gekommen und seitdem lerne ich die Sprache, ich gehe zur Schule, ich versuche ein normales Leben zu haben. Es war am Anfang wirklich schwierig, weil ich die deutsche Sprache lernen musste von null. Das war gar nicht so einfach. Ich bin erst in eine Sprachenklasse gegangen, wo man nur Deutsch lernt, deutsche Grammatik, deutsche Vokabulär und so weiter. Und dann bin ich 4. Klasse Mittelschule gegangen und ich habe gute Noten bekommen und damit könnte ich auch in ein Gymnasium mich anmelden und für die Oberstufe zu gehen. Ich bin dann in War gegangen, habe ich das Jahr, also heuer die Matura geschafft und ich habe wirklich gute Noten gehabt, trotz der Tatsache, dass ich Deutsch nicht vom Anfang an lernen könnte oder dass Deutsch nicht meine Muttersprache war. Die ganze Situation hat ihre eigenen Vorteile und Nachteile. Andere Vorteile zum Beispiel für die Tatsache, dass ich in Österreich lebe momentan, ist, dass ich Freunde aus verschiedenen Ländern habe und Kulturen, die ich in Syrien oder in Russland zum Beispiel nie kennenlernen könnte. Aber auch gibt es natürlich Nachteile. Die Tatsache, dass ich da mit meinen Eltern und meinen Geschwistern bin, das ist super, aber gleichzeitig meine Großeltern zum Beispiel, die restliche Familie ist leider nicht da. Jeder ist irgendwo anders, das war manchmal schwierig, weil beim Zuckerfest zum Beispiel oder bei Ramadan, diese wichtigen Tage für uns als Familie wegen den Traditionen und Religion und so, das haben wir nicht mit der Familie feiern können. Also sozusagen haben wir diese Vorteile und Nachteile irgendwie gehabt und wir müssten so irgendwo dazwischen leben. Also für mich, was wirklich wichtig war, als ich erst in Österreich war die Tatsache, dass ich eine Sprachenklasse gehabt habe. Ich und mein Bruder, wir sind beide zu dieser Klasse gegangen und wie gesagt, wir haben nur Deutsch lernen müssen. Von null, beziehungsweise die Grammatik-Sachen und so weiter, wie zum Beispiel Akkusativ und Dativ, die Fälle, Adjektive und Verben und so weiter, all diese Sachen, die nicht sonst nirgendwo man kriegen kann oder lernen kann. Das war wirklich wichtig für mich. Ich glaube, wegen dieser Klasse oder wegen diesem Jahr habe ich die Möglichkeit gehabt, weiter in die Schule zu gehen und wirklich gute Noten zu haben, ohne Sprachenprobleme zu haben. Es stimmt, ich habe dafür ein Jahr verloren, aber irgendwie, es hat sich gelohnt, sozusagen. Also am Ende weiß ich, dass ich nur 20 Jahre alt bin. Das ist nicht so alt, das heißt nicht, dass ich so viel Weisheit habe oder so, aber ich kann sagen, dass durch Sprache kann man wirklich viel machen. Solange man die Motivation hat, die Sprache zu lernen, gibt es keine Grenzen für das, was man machen kann. Ich habe zum Beispiel von Muttersprache gelernt, dafür könnte ich gute Noten kriegen. Jetzt gehe ich in der Universität und wer weiß, was ich noch machen werde. Noch was für mich wirklich wichtig ist, als 15-jähriges Mädchen, das erst in Österreich kam, ich würde sagen, man muss immer offen für neue Erfahrungen sein. Also auch wenn das für dich am Anfang komisch klingt oder nicht ganz genau wie deine Gewohnheiten ist oder wie das, was du vorher gemacht hast, sei offen für neue Erfahrungen und ich sag's dir, du wirst wirklich so viel Spaß haben, du wirst von diesen Erfahrungen so viel lernen und all diese Erfahrungen werden dich weiterbringen im Leben allgemein.